Hey ho und willkommen zu The Outer Worlds. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und dann geht die Reise auch schon los. Viel Spaß! Das war dann schon der Bereich. Dann würde ich mal sagen, ist es an der Zeit... Okay, wie auch immer. Ist es an der Zeit, mich mal um Ellis Kram zu kümmern? Welche Quest habe ich denn hier gekriegt? Rückruf aus dem Untersuche das Ruhestandsviertel. Benutze Hortons Passcode, um mit dem Terminal Zugriff darauf zu erhalten. Okay, später. Jetzt kümmern wir uns tatsächlich erstmal um Ellis Family. Also Ellis Quest. Ich bin gespannt. Sehr sogar. Kann ich das jetzt machen oder fehlt mir da immer noch... Nee, Anwesenschlüssel. Okay, dann Übergang zu Fenhill-Anwesen. Na dann. Wow. Das ist mal eine Hütte. Elli? Du bist aber schon... Das ist schon nicht mehr Silberlöffel, mit dem du im Hintern aufgewachsen bist, ne? Das war schon ein goldener. Mit Platingriff. Ja, ja. Ich würde an deiner Stelle auch so gucken. Okay. Da muss ich hin. Ellis Eltern. Okay. Ich würde mich trotzdem gern erstmal umschauen. Das ist nicht mal Diebstahl. Tja, was soll ich sagen? Wenn das kein Diebstahl ist, dann sind meine Taschen voll. 7 Bits. Das ist eine geile Hütte. Anders kann man es gar nicht sagen. Es ist einfach eine geile Hütte. Okay. Da haben sie aber ein Gesicht wiederverwendet. Theodora Fenhill und Lionel Witherspoon. Marilyn, is that you? Loss, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. Schön, euch kennenzulernen. Danke, dass ihr uns in eurem Zuhause willkommen heißt. Hallo. Auf den Boden spucken. Schickes Zuhause. Ich werde vermutlich ein paar Sachen mitnehmen. Elli, lass uns das ein anderes Mal klären. Hallo. Play the ruffian angle some more. You're supposed to help me make an impression. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Elli, du hast deinen Standpunkt klar dargelegt. Können wir das jetzt zu Ende bringen? In der Tat, wir haben ganz Halsey und Städte gerettet und Eigentum wieder in die richtigen Hände gebracht. Diebstahl, Vandalismus, Obszönitäten, sucht euch aus. Wir haben es alles mindestens zweimal gemacht. In der Tat. Are you trying to make me look bad? Nee,
anders. Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. Still zuhören. Behandelt sie nicht so, als hat einen langen Weg auf sich genommen, um euch zu sehen. Langsam wird es peinlich. Wir verschwinden, sobald wir dazu bereit sind. Behandelt sie nicht so. I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went out of our way. But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. Du übertreibst es. Moment mal, diese Böden sind nicht nur hübsch, sie sind aus hochwertigem Marmor. She's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. Steht zu, und könnt ihr ein bisschen weniger enttäuscht klingen? Nicht, dass die Leute versucht hätten, das könnt ihr mir glauben. Könnt ihr ein bisschen weniger enttäuscht klingen? I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. Wow. Wieso habe ich das Gefühl, dass ihr beiden euch gleich für etwas entschuldigen werdet? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather substantial. You what? Ha. Aber ihr seid sicher sehr viel glücklicher nun, da ihr wisst, dass ihr, oder? Das nenne ich mal einen Zitronen-Limonen-Slap machen. Ich höre mal still zu. Well, now that I'm here, I guess you'll just have to report back that I'm very much alive and kicking. It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Oh mein Gott. Gehen wir, Elli. Wir haben Besseres zu tun, als mit diesen zwei rumzuhängen. Dann erzähl ihnen, dass Elli zurück ist. Ihr werdet das absolute Stadtgespräch werden. Still zuhören. Why did you do that? We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? Ich möchte euch informieren, dass Elli jetzt eine professionelle Abtrünnige ist. Wieso nicht? The neighbors would talk, and not in a good way. We concocted a story about Celeste Jollycurl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Oh mein Gott. Elli, hast du genug von diesen Arschlöchern? Das ist eine wirklich witzige Geschichte. Ich hör mal ab. Ich halte mich da mal raus. Das ist Familiengeschichte. Das muss ein bisschen von Elli kommen. Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here? Yes, about that. We were just about to ask you to, leave. Quietly, if you don't mind. Was? Damit die Kohle behalten können? Ihr Leute solltet euch was schämen. Wenn ihr eure Tochter wirklich kennen würdet, wüsstet ihr, dass es das Wort Stille in ihrem Vokabular nicht gibt. Ihr Leute solltet euch was schämen, ja. Well, we're trying to avoid further embarrassment. I'm afraid it would cause quite a stir if the neighbors saw you two stomping about. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Boah, die sind so widerlich. Komm schon, Elli, du verdienst etwas Besseres als das hier.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Elli, aber ich bin bereit, eine Szene zu machen. Let's just get out of here, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Triff dich mit Elli, ja, ja. Vorher würde ich aber gern... Ach, das ist dann Diebstahl oder was? Die Kippen kann ich mitnehmen, wow. Let's talk outside. Ja, ist ja gut. Ganz draußen oder reicht hier? Let's talk outside. Alles klar, ganz draußen. Can we talk? Oh ja, können wir. Elli, deine Eltern sind so widerlich. Einfach nur widerlich. Ich würde sie eigentlich nur nicht töten, weil mir die Kugel leid täte. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. Sie hätten nicht so aufgebracht sein sollen. Wie hast du dir denn vorgestellt, dass es ablaufen würde? Du hast da eine ziemliche Szene gemacht. Können wir später verschieben. Sie hätten nicht so aufgebracht sein sollen. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. Komm schon, Elli, wir haben keine Zeit, um uns sowas aufzuhalten. Und dann? Das ist aber eine sehr konkrete Fantasie. Und dann? I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either, the leather's fake but the scars are real, or, oops, did I just track awesome onto your rug? Einschüchtern. Wie wäre es mit Zeit, es euch heimzuzahlen? Und da sind jede Menge Zinsen dazu gekommen. Du hast einen Sinn für Dramatisches, das muss ich dir lassen. Ja, still zuhören. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. Hey, halt die Ohren steif. Du bist besser als das hier. Du bist echt verletzt, oder? Jetzt fang nicht an, trübselig zu werden. Ja, halt die Ohren steif. Du bist besser als das hier. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know? And I've got a reputation to maintain. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, um das zu verarbeiten. Ich will nur wissen, was wir als nächstes tun. Vertrau mir, das war das Beste. Tut mir leid, das ist eine schwierige Situation. Das wiederum klingt vertraut. Das ist richtig. Peinlich, weißt du? Wir haben einen Ruf zu wahren. I hope you don't think I'm talking about this because I want to be introspective. Ich glaube, das hier war eine Lektion, die du lernen musstest, Elli. Das, was mit deinen Eltern passiert ist, ist die Vergangenheit. Komm drüber weg. Die Geschichte spiegelt ein Bild von ihnen wider, nicht von dir. But I want to talk about me now. Du kannst etwas aus diesem Vorfall lernen. Was das ist, musst du selbst herausfinden. Jeder hat nur sein eigenes Bestes im Sinn. Und das solltest du jetzt gesehen haben. Du musst dich mit Leuten umgeben, die wirklich dein Bestes im Sinn haben. Schlimme Dinge passieren schon mal, das hat nichts zu bedeuten. Ja, du musst dich mit Leuten umgeben, die wirklich dein Bestes im Sinn haben.
Unless you mean the kind who look out for you to blink so they could swipe your bits. The galaxy's not exactly crawling with those. Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life lessons. I'm mad, and I want to do something about it. Something like... Wait a second. What if I could get that money? Sprich weiter. Ich kann dir nicht folgen. Das Geld wird nicht dafür sorgen, dass du dich besser fühlst, was das Geschehene angeht. Das ist genauso wenig dein Geld, wie es das ihre ist. Das Geld wird nicht dafür sorgen, dass du dich besser fühlst, was das Geschehene angeht. Das ist richtig. Wanna bet? I've got some big appetites, and they're all cheap. Hast du schon einen Plan im Sinn? Das ist genauso wenig dein Geld, wie es ihres ist. Hast du schon einen Plan im Sinn? I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. Okay, wie stellen wir das an? Wie sich unsere Rollen doch gewandelt haben. Das sollte besser ein Anteil für mich drin sein. Okay, wie stellen wir das an? My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Ich habe einen Brief in Ihrem Briefkasten gesehen. Sie sind in Fallburg. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ich habe einen Brief in Ihrem Briefkasten gesehen. Sie sind in Fallburg. What a relief. The less time we have to spend in Byzantium, the better. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Something on your mind? Okay, da gibt's nichts weiter. Okay, Elli. Sei bitte nicht so kacke, wie deine Eltern das sind. Aber das, was wir jetzt machen, haben sie definitiv verdient. Daher spiele ich mit und nur deswegen. Ansonsten klang nämlich die Aussage richtig kacke von wegen, das ist peinlich für dich. Das klang nämlich sehr nach deinen Eltern und nicht nach dir. Okay. Hey, Ellie. You ever think about naming it? Always seemed a bit crude, even for me. Besides, how am I supposed to introduce dates to Bold Betsy with a straight face? I name all my favorite machines. What's wrong with naming your pistol? Oh, I thought you meant... Never mind. Oh, I've thought about it. Just never came up with anything I could stick with. Ja. Dann, Versicherungsbüro. Ja, gut. Ich gehe mal von aus. Ja, davon muss ich ja eh losfliegen. Da kann ich aber auch von hier aus zum Schiff. Ja, dann brauche ich den ganzen Weg nicht zurücklaufen. So, Kompass an einer Kette erhalten. Okay. Ach, und da wir ja wieder hier sind, bevor wir... Fallburg müsste ja unser Ziel sein. Bevor wir da hingehen. Jetzt müsste ja zum Beispiel sowas wie... Das ist das Bild von Daddy. Da ist es. Das gute Bild. Hatten wir uns ja schon angeguckt, aber... Ah, die Seife und die Bürste. Wie cool ist denn das? Das Kleid hat sie nirgendwo aufgehangen. Schade, das hätten sie noch machen können. Auch so ein Kleidungsständer oder so. Wo man das hätte aufhängen können. Nun gut. Sonst sehe ich ja aber auch nicht wirklich was Neues. Bei all dem. Sie liegt mal nicht besoffen rum. Auch schon viel wert. Ah nein, sie ist am Trinken, alles klar. Okay, hier ist gerade auch nicht so viel.
Elli immer am Monitor, die Elli. Ist dann die gewisse Kette jetzt... Das? Achso, Lampen. Ist die dann jetzt hier irgendwo? I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool and whimper. Ach, Ada. Du bist schon... Special. Nennen wir es Special. Okay, Anhänger mit Kompass wurde hinzugefügt auf dem Schiff, aber ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wo. I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Ada, Sam, soll ich euch vielleicht allein lassen? Möchte Sam vielleicht seinen Stecker in Adas Steckdose stecken? Ich gucke auch weg. Das klang jetzt... Das klang nicht gut. Das klang falsch. Einfach nur falsch. Okay, mich stört diese komische Tatsache mit dem Anhänger und so, den ich aber nicht finde. Das ist schade. Status report. 13 jobs scheduled for area maintenance. Mhm. Wie sie Sam anstarrt. Ey, da ist alles okay? How can I be of assistance? Erklär mir das mit Sam. Möchtest du nicht, okay. Wir müssen nach Monarch. Und zwar Fallbrook. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Danke, fein. Die richtigen da? Jo. So, Versicherungsbüro. Da will ich hin. Said you docked 3 days ago. Okay. Schauen wir mal, was wir machen können. Ready to get my money or what? Tun wir. Wir holen uns jetzt das Geld. I see you're still in one piece. However, you never know when that could change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Ja, ich möchte den Leistungsempfänger der Lebensversicherung von Marilyn Fanhill ändern. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Bleiben wir beim Thema. Ich will nur ihren Leistungsempfänger ändern. Ach. Was kannst du mir sonst noch erzählen? Are you serious? Ja. Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up.
Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very lucrative market. Mhm. Also, wie kann ich diese Forderung berichtigen? You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Okay, aber wie kann ich sie ändern? Mary Fenhill ist nicht tot. Of course she is. The paperwork says so. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and regretfully, I'm still Marilyn Fenhill. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine bone structure. That couldn't possibly be you. That's gotta be the nicest thing anyone's said to me in a long while. Okay, aber wie kann ich sie ändern? Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd, theoretically, add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Zwinkern, genau. Ich habe hier 2629 Bits, die sagen, dass du es doch tun kannst. I'm forbidden from accepting bribes, no matter how tempting. Ich erzähle es auch nicht weiter. Sieh es als Strafgebühr an, die ich im Voraus bezahle. The employee handbook doesn't say anything about that. Very well. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Perfekt. Danke vielmals, das war's erstmal. Can we talk? Aber selbstverständlich. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Herzlichen Glückwunsch, Elli. Wie fühlt es sich an? Wenn das alles ist, was du wolltest, hättest du auch in Byzantium bleiben können. Das ist allerdings richtig. Wie fühlt es sich an? I've never been prouder to stand back and watch someone else work. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Komm zum Punkt, Elli. Was wirst du jetzt mit all diesen Bits tun? Freut mich für dich. Schön, dass du bekommen hast, was du wolltest. Von so hoher Gesinnung wie eh und je, wie ich sehe. Echte Jobs? Was wirst du mit all den Bits tun? Come on, I thought we were celebrating. You want me to think about the future? Schätze nicht, besser die Dinge ergeben sich nach und nach. Wieso nicht? Ab einem gewissen Punkt sollte man vorausplanen. Wieso nicht? Maybe you haven't noticed, but you can't even count on a bribe making it into the right pocket. What's the point of planning for anything around here? Das ist genau die Denkweise, die diesen Ort vor die Hunde gehen lässt. Vergiss es. Schätze, es ergibt wirklich keinen. Das ist genau die Denkweise, die diesen Ort vor Hunde gehen lässt, ja. Hate to say it, but Halcyon's already there. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Das weiß ich zu schätzen, aber ich habe es nicht des Geldes wegen getan. Don't make it weird. Even you've got to be in it for the money now and then. Why else would you go through all this trouble? Du bist meine Freundin, Elli. Das ist es, was Freunde füreinander tun. Wir sind Teil derselben Crew. Das heißt, wir passen aufeinander auf. Ich habe meine Gründe. Du bist meine Freundin, Elli. Das ist es, was Freunde füreinander tun. You sure? Because my kind of friends will pick your pocket clean while they're getting hammered with you. Ich bin eine Macherin. Keine Schwätzerin.
Belassen wir es dabei. Freundschaften sind wichtig. Wofür sonst sollten wir kämpfen, wenn nicht für Leute, die uns am Herzen liegen? Wir sind besser dran, wenn wir Teil eines Teams sind. Und draußen schafft man es nicht allein. Ja, ich bin fürs Zweite. Freundschaften sind wichtig. You don't have to get all mushy about it. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day they watch yours. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. Du willst wohl keinesfalls in meiner Schuld stehen, was? It's nothing personal. It's just the closest thing I've got to a code. Anyway, enough of the touchy-feelies, huh? Ja, alles gut. Über was anderes reden? Gibt's da noch was? Nee. Alles klar, machen wir uns los. Okay, damit hätten wir auch Ellis Quest durch. Sehr schön. Damit müssen wir auch alle Quests durch haben, wenn ich das so richtig sehe.